Move Electric wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Rekordwert bei der Anzahl der Ladestationen. Im 4. Quartal von diesem Jahr 2021, da haben wir in Deutschland über 26.000 Ladesäulen. Letztes Jahr waren es nur rund 21.000. Das ist eine Steigerung um 25%. Und jede Säule hat ja mindestens 2 Ladepunkte. Das sind also über 52.000 Anschlüsse. 2/3 davon haben dabei jetzt schon eine beschleunigte Ladegeschwindigkeit, größer als 11 kW. Und knapp 3.300 sind richtige Schnelllader mit mehr als 100 kW. Und das ausgelobte Programm der alten Bundesregierung zum Ausbau von 1000 Schnellladeparks ist noch nicht mal richtig losgegangen. Läuft also mit der Elektromobilität. Ja, von wegen. Stehen wir wirklich so gut da oder läuft hier grundsätzlich was schief? Das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Wir haben tausende Ladestationen in Deutschland. Um es genauer zu sagen, im Moment sind wir bei etwas mehr als 26.000. Und die Entwicklung der letzten Monate, die könnt ihr schön in dieser Grafik sehen. Das ist eine kontinuierliche Steigerung, Quartal für Quartal. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber jetzt halten wir mal die Zahlen für die Neuzulassung an reinen E-Autos dagegen. Hier haben wir in den letzten 12 Monaten fast eine Verdoppelung. Und das sind nur die reinen Elektroautos. Plug-in-Hybride sind hier nicht mitgerechnet. Und die wollen ja auch mal laden, zumindest im besten Fall. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Man sieht ja eigentlich schon, ohne großer Experte zu sein, was hier nicht stimmt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der müsste eigentlich genauso exponentiell steigen wie die Zulassung für Elektroautos. Zumindest gerade jetzt in der Hochlaufphase. Immerhin hatten wir im November jetzt schon einen Anteil von 30% E-Autos bei den Neuzulassungen. Die Anzahl der Ladesäulen steigt zwar immer weiter, aber bestenfalls linear und eben nicht exponentiell. Was ist da also los? Jetzt könnt ihr ja sagen, hey, der Bund hat doch gerade erst fast 1 Million Wallboxen gefördert. Damit können ja 1 Million E-Auto-Besitzer zu Hause laden. So viele E-Autos haben wir ja noch nicht mal. Da würde ich dann sagen, Stopp, klassischer Denkfehler. Stichwort Plug-in-Hybride. Davon gibt es nämlich inzwischen auch fast 500.000, zusammen mit den rund 500.000 reinen Elektroautos. Da sind wir ja insgesamt schon bei der Million Autos mit Stecker. Okay, aber dann stimmt's ja doch. 1 Million Wallboxen, 1 Million Elektroautos im weitesten Sinne, alle sind versorgt und die öffentliche Ladeinfrastruktur, die ist dann nur ein Goodie und wir sollen uns mal nicht so anstellen. Bam, Stammtische sind zufrieden. Nee, so einfach ist es leider nicht. Erstens steigt die Anzahl der E-Autos weiter unaufhörlich rasant an. Zweitens sind die Lademöglichkeiten überhaupt nicht gleichmäßig verteilt. Drittens konzentriert sich die staatliche Förderung gerade hauptsächlich auf Schnelllader. Und in den Innenstädten oder auf dem Land, da tut sich fast nichts bis wenig. Und viertens sind Bewohner von Mietwohnungen oder Mehrfamilienhäusern komplett auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Manche Regionen bei uns sind besser mit Lademöglichkeiten versorgt als andere. Warum eigentlich? Gucken wir uns doch mal spaßeshalber die Verteilung der Ladesäulen in ganz Deutschland genauer an. Ja, Bayern bietet mit 6.157 Ladepunkten am meisten Lademöglichkeiten und das Saarland mit ganzen 190 die wenigsten in absoluten Zahlen. Bremen, da wo ich herkomme, ist auf dem vorletzten Platz. Gut, letzte Plätze, das kennt man ja von Bremen. Im Verhältnis zur Fläche des Bundeslandes, da haben aber die Stadtstaaten plötzlich wieder die Nase vorn. Also angeführt von Hamburg mit 1,43 Ladepunkten pro Quadratkilometer, Berlin mit 1,06 und Bremen mit immerhin noch 0,79 auf dem 3. Platz. Baden-Württemberg, die rangieren hier nur auf Platz 5 mit 0,10 pro Quadratkilometer. Mecklenburg-Vorpommern ist mit 0,01 Ladepunkten pro Quadratkilometer ziemliches Schlusslicht. Also wenn ihr ein E-Auto fahrt, dann solltet ihr dort besser eine Lademöglichkeit zu Hause haben. Ihr kennt ja den Spruch,
Steht er, dann lädt er. Das gilt ganz besonders für Innenstädte. Da stehen nämlich Hunderttausende von Autos quasi 24 Stunden am Tag nur rum. Selbst wenn man nur mal eben 1 bis 2 Stunden parken will, da wäre es doch total super sinnvoll, diese Standzeit des Autos dazu zu nutzen, 10 oder 20% in den Akku zu laden. Es muss ja gar nicht gleich eine Ladesäule pro E-Auto vorhanden sein, aber besonders für Laternenparker, da ist es eine praktische und gleichmäßige Verteilung, am besten Fall in der Nähe der eigenen Wohnung, unbedingt notwendig. Ohne das wird das E-Autofahren nämlich plötzlich recht schnell sehr umständlich. Aber sind die Lademöglichkeiten in den Städten gleichmäßig verteilt? Meistens findet man die in Parkhäusern oder auf größeren öffentlichen Parkplätzen oder eben irgendwo am Straßenrand. Ein System, wo die Ladesäulen stehen, scheint es irgendwie nicht wirklich zu geben, zumindest erkenne ich keins. Die Standorte machen den Eindruck, als wären sie willkürlich zusammengewürfelt, wo eben gerade eine Starkstromleitung gut erreichbar war. Ob man dort auch gut parken kann, die Parklücke groß genug ist. Wir wissen ja, viele Elektroautos sind heute noch SUVs. Das spielte oft irgendwie keine Rolle scheinbar. Hauptsache eine geförderte Ladesäule irgendwo aufgestellt. Ich wohne ja in Bremen und ziemlich genau vor 3 Jahren, im November 2018, da habe ich mal ein Video veröffentlicht, das hieß, ich wohne im Ladeparadies. Das verlinke ich euch mal hier oben. Tja, das war Ende 2018 und da war das tatsächlich so. Es gab verhältnismäßig viele Ladepunkte für die paar hundert E-Autos hier in Bremen, ein paar davon sogar umsonst. Also das war richtig klasse. Aber was hat sich seitdem geändert? Tja, wir haben in der Stadt Bremen rund 500.000 Einwohner und hier sind insgesamt 297.000 Pkw zugelassen. Seit 2 Jahren sind die jährlichen Neuzulassungszahlen zwar deutlich gesunken, aber eben nur für Verbrenner, nicht für Elektroautos. Im Jahr 2020, da hat sich die Zahl der E-Autos im Land Bremen verdoppelt. Wir hatten Ende 2020 rund 9.000 E-Autos inklusive Plug-ins auf der Straße hier in der Stadt. Und bis heute, 2021, also Dezember, da hat sich das auch nochmal fast verdoppelt. Also wir liegen jetzt bei so rund 16.000 Elektroautos inklusive Plug-ins. Hier auf dieser Grafik, da könnt ihr mal die Entwicklung der letzten paar Jahre in Bremen ganz gut erkennen. Ja, laut einer Aufstellung des Verbands der Automobilindustrie, VDA, da kommen bundesweit 17 Elektroautos auf einen öffentlichen Ladepunkt. In der Stadt Bremen sind es 10 pro Ladepunkt, in Hamburg 9 und in Essen 8. 10 Autos pro Ladepunkt in Bremen, das klingt doch eigentlich ganz okay. Stimmt diese Zahl aber? Ich meine, wer lädt denn meistens in der Stadt? Wenn ich einen Parkplatz suche, dann steht da meistens ein Plug-in-Hybrid drauf, also vor einer Ladesäule und lädt. So ein Plug-in mit 40 Kilometer Reichweite, der muss ja auch ständig laden und die laden auch langsam, meistens so 3 kW oder so, oft nicht schneller und damit stehen sie da auch eine Weile. Und reine E-Autos laden vielleicht 1- oder 2-mal die Woche, wenn sie denn eine freie Säule finden. Und rechnen wir mal inzwischen die 16.000 Autos mit Stecker in Bremen auf die vorhandene Ladeinfrastruktur um, da kommen wir nämlich eher auf eine Zahl von 40 Autos, die sich einen Ladepunkt teilen müssen. Im Land Bremen wurde laut Bundesnetzagentur im Jahr 2020 8 neue E-Ladestationen in Betrieb genommen. 8. 2019 waren es noch 45. In anderen Städten waren es letztes Jahr viel mehr. In Hamburg waren es 36, in Hannover 49 und in Essen mehr als 90. Tatsächlich hat der Energieversorger SWB, das sind die alten Stadtwerke hier in Bremen, die jetzt zur EWE gehören, bis 2019 als einziger hier in der Stadt Ladesäulen aufgestellt. Im ganzen Bundesland Bremen, da waren es ungefähr 80 Säulen mit 155 Ladepunkten. Ja, seitdem ist hier so gut wie nichts mehr passiert. Wenn es neue Säulen gibt, dann von Lidl, Aldi, Rewe oder Burger King. Im Moment liegen wir hier rein zahlenmäßig bei rund 380 Ladepunkten an 134 Ladesäulen. In Bremerhaven sind es 79 Ladepunkte an 31 Säulen. Und in ganz Bremerhaven und in einem Umkreis von 50 Kilometer, da gibt es keinen einzigen Schnelllader mit mehr als 50 kW. Und bei einem flächenmäßig großen Stadtstaat wie Bremen, da sind 130 Säulen doch ein Witz. Und wenn ich euch erzähle, dass es im gesamten Innenstadtbereich, also da, wo sich der meiste Verkehr tummelt, wo die Einkaufstouristen auch aus anderen Städten hinfahren sollen, da gibt es ganze 20 Ladesäulen und davon sind aktuell sogar 5 defekt und das seit Tagen oder sogar Wochen. Und das ist nicht nur in Bremen so.
Die reine Anzahl ist in manchen Städten vielleicht ja sogar ganz akzeptabel, aber die Standorte verteilen sich irgendwie zu oft auf uninteressante Gebiete, zu weit vom Schuss. Und wenn ich mir die großen Einkaufszentren am Stadtrand anschaue, so sieht es da zumindest bei uns in Bremen auch nicht besser aus. Wir haben hier so einen riesigen Konsumtempel, den Weserpark, der hat, glaube ich, 5000 und mehr Parkplätze. Da gibt es eine einzige SWB-Ladesäule. Es gibt also viel zu wenig öffentliche Ladesäulen in den Innenstädten. Zu wenig 11 oder 22 kW-Lader und auch zu wenige Schnelllader. Wie soll das denn mit der E-Mobilität weitergehen, wenn sich da nicht bald was dran ändert, und zwar ziemlich schnell? Ja, hier in Deutschland, da soll immer alles der Markt regeln. Der Markt sagt aber ganz klar, dass sich 11 kW-Lader irgendwie gar nicht rentieren. Die rechnen sich für die Betreiber einfach nicht. Selbst die SWB sagt selbst, dass bis heute ihre 80 Säulen ein Zusatzgeschäft sind. Keine von ihnen hat sich bisher refinanziert. Und da ist mittlerweile echt viel los an den Säulen. In Osterholz, das ist ein Landkreis hier um die Ecke, da wurden die erst vor 2 Jahren aufgestellten Säulen vom lokalen Stadtwerk sogar teilweise wieder verkauft oder abgebaut. Die waren froh, den Kostenklotz am Bein wieder loszuwerden. Es hilft also nichts. Der Bund muss hier in der Zukunft massiv eingreifen und fördern. Die private Wirtschaft engagiert sich ja zwar bereits, aber auch hier tut sich einfach noch zu wenig. Ich fürchte, die alleinige Konzentration auf Schnellladeparks an den Autobahnen, die führt nur dazu, dass wir auf der Langstrecke bald überall schnell laden können, aber am Ziel angekommen, ja, da sieht es düster aus. Wollen wir mal hoffen, dass die neue Regierung auch bald erkennt, dass hier ein Problem herrscht, sonst wird die E-Mobilität in den Städten direkt abgewürgt. In den Niederlanden zum Beispiel, da kann jemand, der ein Elektroauto kauft und keine Ladesäule im näheren Umkreis seiner Wohnung hat, bei der Gemeinde einen Standort beantragen und dann wird dort eine Säule installiert. Das nenne ich mal eine abgefahrene Idee. In Deutschland denkbar? Naja, man wird ja wohl noch mal träumen dürfen. Ja Leute, das sind also die Realitäten und es ist halt auch nicht alles super mit der E-Mobilität. Und erst recht als E-Auto-YouTuber, wie ich einer bin, da muss man das auch mal offen ansprechen und den Finger in die Wunde legen. Da auch die Autohersteller das Problem mittlerweile langsam erkennen, da wird vielleicht der Druck der Industrie und der Verbände auf die Politik etwas bewirken. Das wäre ja nicht das erste Mal. Diesmal hoffentlich im Sinne von uns E-Autofahrern. Ja, das wäre es von mir zum Thema Laden in Innenstädten. Leidgeprüft aus den eigenen Erfahrungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und schreibt mir doch in die Kommentare, wie das bei euch vor Ort in den Städten aussieht. Das würde mich mal interessieren. Und dann bleibt mir gesund, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.